Moin Leute, wir sind Alex und Franzi. Letzten Sommer haben wir hier auf den Hermannshöhen eine kleine Testtour unternommen, um uns auf das nächste, größere Abenteuer vorzubereiten. Ein neues Zelt, Kleidung, verschiedene Essensvarianten und Technik möchten wir auf unserer 4-Tagestour testen. Allerdings ist das nicht Inhalt dieses Videos und auch die Suche nach Abenteuern beschränkt sich für uns und für euch diesmal eher auf die schlechte Tonqualität. Die ist nämlich bodenlos und auf ein maximal technisches Unverständnis der User zurückzuführen. An dieser Stelle schon mal ein fettes Sorry dafür. Trotzdem möchten wir euch diese Tour nicht vorenthalten. Für uns geht es von Marsberg über den Egge- und Hermannsweg bis nach Bielefeld. Den verbleibenden Teil der Hermannshöhen bis nach Rheine sparen wir uns für eine nächste Testtour auf. Nach dem Eifelsteig, dem Rheinsteig, Moselsteig, Saar-Hunsrücksteig, dem Pfälzer Waldweg und dem Sohnwaldsteig ist das für uns der 6. nationale Fernwanderweg, den wir laufen. Wir gehen rein, los geht's. Guten Morgen von den Hermannshöhen. Wir sind gerade in Marsberg gestartet und unser Ziel ist Bielefeld entlang der Hermannshöhen, ungefähr 120 Kilometer. Wir sind gestern Abend mit dem Zug in Marsberg angereist und haben jetzt die letzte Nacht bei Bianca und Andreas übernachtet, die ihre überdachte Terrasse bei One Night Tent zur Verfügung gestellt haben. Und das haben wir genutzt und eben die Nacht bei den beiden verbracht. Und jetzt ist es, ich denke, 8:30 Uhr und wir sind auf unserem Weg. Hallo. Hallo. Wie warm ist es? Es ist schon recht warm, es ist 8:45. Scheiße. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht die Kapuze zusammen mache. Besser ist das. Ich muss auch schon an die Sonnencreme denken. Ja. Da sind wir gestartet. Heute Morgen. Oder halt dort. Bei der 18. Marsberg. Ösdorf. Da gibt es einen Wasserhahn, aber ich glaube, der ist nicht. Nö. So, die ersten 10 Kilometer sind jetzt schon im Kasten. Ist schon ordentlich warm. Und wir hatten bis jetzt auch eigentlich hauptsächlich Asphalt. Wir hoffen, dass sich das jetzt ein bisschen ändert, wobei wir sind jetzt schon eher auf so einem Wald-, Forstweg, Wiesenweg. Man merkt auf jeden Fall, dass es für die Füße angenehmer ist. Und wir sind auch schon auf der Suche nach einem kleinen Pausenplätzchen für unser Frühstücksmüsli. Aber wir befürchten, die Sonne macht es uns nicht so einfach. In der Sonne sitzen, keine Option. Ist einfach schon viel zu heiß. Aber dafür gibt es jetzt das Power Müsli. Ja. Das geht erstmal rein. Und dann haben wir auch wieder mehr Power in den Füßen. Das sieht gut aus. Da hinten ist ein kleiner Kiosk. Da kann man 0,5 Liter Wasserflaschen für 1 Euro kaufen. Hatten wir keinen Bock. Hier ist ein Gasthaus. Zu. Da hinten Friedhof, waren wir auch gewesen. Kein Wasser. Und am Ende
sind wir bis da hinten wieder zurückgelaufen. Dort war ein Gasthof. Und da haben wir nicht nur Wasser gekriegt, sondern auch Pommes gegessen. Und ein alkoholfreies Bier. Richtig. Und zum Nachtisch gehen wir jetzt hier nochmal an diesen Kühlschrank, von dem wir schon so viel gehört haben. Da gibt es nämlich auch ein paar Leckereien. Oh, Spaghetti Eis. was darf es denn sein? Bezahlt wird natürlich auch. Snickers Time. Yay! Ich habe auch einen gekriegt. Und jetzt geht's da lang. Dazu müsst ihr allerdings eine Reise durch die Zeit unternehmen. Macht euch auf den Weg. Folgt einfach diesem Wagen. In der Schenke geht es heute ja wieder hoch her. Gerade ist mein Onkel Moritz hineingegangen. Ja, so oder so ähnlich ist hier die akustische Zeitreise. Das war jetzt schon die 3. Station, an der auf einmal aus dem Baum heraus anfängt, eine Kinderstimme eine Geschichte oder etwas aus der Geschichte der Region zu erzählen. Ja, und ich sehe gerade, da kommt schon wieder das nächste. Also man wird hier ordentlich beschallt. Da schau mal, Agnes. Während die einen in der Schenke feiern, müssen die anderen hier zusammenarbeiten. Mein Vater, der Bürgermeister, hat gesagt, dass der Graben... Also hier ist schon wirklich schön. Sieht nicht so aus. Aber ist doch noch mal ganz schön steil geworden hier. Das ist lecker. Mit einem Haps in die Mund. Gerade noch mitten im Gebüsch und nun schon wieder Asphalt. Düdüm. Unsere kleine Pause ist vorbei. Die hatten wir jetzt dringend nötig. Wir haben schon 29,6 Kilometer in den Knochen. Und geplant sind jetzt noch etwa 8 Kilometer. Also mal gucken. Zeit haben wir auf jeden Fall genug. Es ist gegen 17 Uhr jetzt. War heute eben bis jetzt viel Asphalt, Schotterwege und alle Single Trails. Die waren spektakulär, weil sehr zugewachsen. Von Farnen, die bis über meinen Kopf reichen, bis hin zu Blaubeersträucher ohne Ende. Angekommen auf Kienbaumsnagel, einem Aussichtsturm. Fernsehturm, da geht's irgendwo für uns hin als nächstes. Wir sind jetzt auf den finalen Metern, hoffentlich. Der Weg ist schon wieder anstrengend. Macht nicht so richtig viel Spaß, aber gut, kriegen wir hin. Wir haben jetzt auch gerade noch mal eine kleine Pause gemacht an der letzten Hütte. Füße hochgelegt, Augen zugemacht. Das tat auch noch mal ganz gut. Ja, und jetzt sind wir hoffen nicht mehr länger als eine Stunde. Und dann reicht es für heute auch. 30 Kilometer sind schon lange im Kasten. Und so langsam kommt auch der Hunger. Gut.
Also diese potenzielle Übernachtungsmöglichkeit fällt weg. Hat sich weggebaggert. Hat sich quasi weggebaggert. Nee, riecht hier auch noch richtig nach Teer oder was. Das macht man nicht. Nächstes Ziel, potenzielle Möglichkeit. 1,4 Kilometer. Wir gucken mal, wie es da aussieht. Der Fernsehturm ist hinter uns. Das heißt nichts Gutes. Die Hütte war nix. Also die Hütte war ja okay, aber lag direkt an der Straße, die jetzt gar nicht mal so wenig befahren war. Und da hat man jetzt keinen Bock drauf. Und deswegen beißen wir jetzt nochmal die Zähne zusammen, gehen nochmal 1,2 Kilometer weiter und hoffen dann da endlich Erfolg zu haben. Weil mehr gehen geht auch nicht mehr. Also es sind jetzt schon 38 Kilometer. Langsam anfangen ist heute nicht. Direkt rein mit Zielgerade fast auf die 40. Scheiße. So, wir haben es endlich geschafft. Platz ist gefunden, Zelt steht. Und hier sind aber unendlich viele Mücken. Das heißt, wir haben uns entschieden, jetzt einmal ein Stück zurückzulaufen. Dort ist eine kleine Hütte und dann werden wir dort drin kochen. Da können wir auch sitzen und da sind hoffentlich weniger Mücken. Genau, und dann laufen wir nachher wieder zurück. Ist, denke ich, relativ kurz, vielleicht 5 Minuten entfernt. So, probieren wir das mal. Ansonsten war die Schlafplatzsuche doch noch deutlich schwieriger als gedacht. Also das hat uns noch mal ein paar mehr Meter gekostet, aber ja, jetzt passt das. Wir sind zufrieden und freuen uns jetzt auf unser wohlverdientes Essen. Wir haben nämlich richtig Kohldampf. Es ist 9 Uhr, wir sind wieder unterwegs. Wir sind schon um 6:30 Uhr aufgestanden, sind rausgekrochen in die Kälte. Es waren heute Nacht nur 5 Grad, also deutlich kälter als erwartet. Naja, haben die Kondensation im Zelt weggewischt, Sachen gepackt und sind dann direkt weiter. Weil an dem Spot, wo wir waren, auch so viele kleine Mücken waren oder Fliegen, es war wirklich unerträglich, sind ein Stück weiter gelaufen zu einer nächsten Hütte und haben da jetzt gerade noch mal Kaffee getrunken und Müsli gegessen. Und jetzt sind wir soweit ready und starten mal so richtig in den Tag. Schon wieder nur Schotterstraße, ey. Das ist so anstrengend. Eigentlich haben wir uns ganz fit gefühlt heute Morgen nach den 40,5 Kilometer von gestern. Es waren die Füße gut drauf, Körper auch. Aber jetzt nimmt es hier schon wieder andere Ausmaße an sich. Also Füße sind auf jeden Fall am Glühen. Wir sind wieder unterwegs. Wir hatten gerade eine ausgiebige Mittagspause an der Iburg. Das ist in der Nähe von Bad Driburg. Also Bad Driburg ist quasi hier rechte Hand. Und mittlerweile ist es dann jetzt auch schon 20 vor 3. Also es war, eine lange Mittagspause. Und dann gucken wir jetzt mal, wohin uns der Weg führen wird. Wir haben auf jeden Fall noch um die 15 Kilometer jetzt für heute geplant. Haben dafür auch noch ausgiebig Zeit. Naja, und dann gucken wir mal,
Wetter ist auf jeden Fall gut. Sonne scheint, Himmel ist blau. So, jetzt mal ein bisschen was anderes. Wir sind gerade auf der Ridge, machen Ridge Hike. Der Weg ist auch ganz schön. Ist auf jeden Fall mal ein richtiger Weg, fast schon Single Trail. Und ja, wir laufen so daher. Wir hangeln uns so ein bisschen von Hütte zu Hütte und von Pause zu Pause. Haben vorhin noch mal kurz unser Zelt getrocknet. In der nächsten Hütte haben wir noch mal 15 Minuten Powernap gemacht. Also ja, so kann man sich die restlichen Kilometer einfach noch mal ein bisschen einteilen und hat kleine Etappenziele. Das tut auf jeden Fall ganz gut. Der Eggeturm. Ja, ganz hübsches Ding. Kann man bestimmt auch gut drauf schlafen. Da geht es für uns auch noch hin. Wahrscheinlich morgen. Ah, ich glaube, man sieht es von hier sogar. Da? Könnte sein, oder? Wir sind hier übrigens gerade auf 429 Meter Höhe. Das ist ein Naturschutzgebiet, es nennt sich Fellmerstot und ist wunderschön. Sehr, sehr viele Blaubeeren, Farne, tolle Wege aus Sandstein und entsprechend auch viel Sand. Aber es ist echt toll hier oben mit viel Ausblick und ein schönes Gebiet. Ist auch recht groß. Ich habe jetzt vergessen, wie groß genau, aber ist auf jeden Fall lohnenswert hier oben. Nach einmal den Berg runter und wieder hoch sind wir quasi wieder zurück am Eggeturm. Irgendwo da hinten wird man es sehen. Ja, wir werden heute Nacht hier die Nacht verbringen. Wir bauen dort das Zelt auf. Haben jetzt hier schon lecker gekocht. Naja, Essen ist hier und genießen den Sonnenuntergang. Und ja, sind froh, dass wir angekommen sind. 32 Kilometer sind wir gelaufen. Ja. Reicht auch für heute. Muss ja nicht jeden Tag die 40 sein. Ja, und jetzt hoffen wir uns, dass die Mücken uns nicht zerstechen, weil hier ist schon wieder so viel Fliegezeugs. Und essen jetzt. Und dann geht es, glaube ich, auch für uns in die Haie. Und dann geht es morgen wieder in die nächsten Folgen. Dann sagen wir mal, gute Nacht. Ciao, ciao. Es ist jetzt 7 Uhr ungefähr. Ja, und wir müssen erstmal wach werden. Das heißt, Kaffee trinken, das Zelt ist ein bisschen feucht, es trocknet jetzt in der Zeit ein bisschen im Wind und in der Sonne. Naja, und dann rödeln wir wieder zusammen und dann gucken wir mal, wie der Tag heute wird.
Hier ist einiges los. Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind wir gar nicht gewohnt von den letzten Tagen. Da war es immer schon ruhig. Wir haben den Eggeweg hinter uns gelassen. Der endet nämlich an den externen Steinen, in denen wir gerade waren. Und die unglaublich viel besucht waren. Haben also diese besonderen Steine nur ganz kurz genießen können, auch nicht mal, einfach nur bestaunt. Und haben dann nochmal eine kurze Getränkepause gemacht, unser Wasser aufgefüllt und sind jetzt wieder auf dem Weg. Und von jetzt werden wir auf dem Hermannsteig laufen. Ja, wir hoffen einfach, dass der ein bisschen mehr für uns übrig hat. Ein bisschen weniger Kieselwege, Forstwege, vielleicht ein bisschen mehr Wald und ein bisschen mehr Single Trail, da würden wir uns freuen. Auf jeden Fall. Jetzt neuer Weg, neues Glück. Also heute läuft es irgendwie Gar nicht. Und alles gegen uns. Das ist ja unglaublich. Fing ja schon an den externen Steinen. Viel zu viele Menschen. Wir wollten ins Restaurant. Restaurant hat noch nicht geöffnet. Dann wir nur eine Erfrischung am Kiosk genommen. Weiter geht's. Nächste Möglichkeit. Berg hoch. Keine Ahnung, wo genau wir eigentlich sind. Gab es ein Adlerhorst Freizeitpark ähnliches Gedöns. Aber kommst du nur in die Gastronomie rein, wenn du Eintritt zahlst. Gar keinen Bock drauf. Wir wussten, noch 1-2 Kilometer weiter kommt ein Café. Wir weitergelaufen, vor dem Café gestanden. Draußen wehte schon das Langnese Eisfähnchen. Ich habe mich schon gefreut. Dann hat das Teil einfach geschlossen. Oh Mann! Und wir haben auch einfach kein Wasser mehr. Also ich meine, keine Ahnung, 100 Milliliter, falls überhaupt, für jeden. Und es sind jetzt noch 3 Kilometer bis zur nächsten Möglichkeit, wo laut Schild zumindest eine Gastronomie sein soll. Ja, und ansonsten ist es heiß. Das ist der Weg. Also, wenn wir was Gutes sehen wollen, dann, dass es etwas schattig ist. Aber ansonsten ist es heute noch nicht so ein geiler Tag, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Highlight wird nachher eine Portion Pommes und ein kaltes Getränk. So ist es, glaube ich. Wir sind wieder frisch und gestärkt. Wir haben das Hermannsdenkmal erreicht und dort eine ausgiebige Pause machen können. Das tat richtig gut und das war auch ganz dringend nötig. Und jetzt sind wir auch wieder mit ausreichend Wasser versorgt bis zum nächsten Zwischenstopp. Das wird voraussichtlich irgendein Campingplatz sein, wo wir nochmal auffüllen wollen, damit wir dann auch für den Abend und für morgen ausreichend Wasser haben. Ja, und ansonsten sind wir aber schon auch so ein bisschen mitgenommen vom Tag. Also es ist heute sehr heiß und die Wege sind sehr schotterig und ja, nicht so schön zu laufen. Das heißt, die Füße sind schon ein bisschen rund. Aber wir machen jetzt einfach mal einen Schritt langsamer und traben so vor uns her und gucken, wo wir rauskommen werden. Mehr als eine Runde geht einfach nicht. Es ist jetzt bereits 7:45. Wir haben nochmal eine kurze 10 Minuten Pause gemacht von der Bank hier im Schatten und haben jetzt nochmal geschaut. Wir haben uns einen potenziellen Schlafplatz rausgesucht. Das sind jetzt noch ungefähr 4 Kilometer bis dorthin. Wenn es vorher was gibt, dann nehmen wir natürlich gerne auch das. Aber wir hoffen spätestens dann in 4 Kilometern was zu finden. Der Tag war lang. Wir freuen uns dann jetzt auch endlich anzukommen und für heute den Tag zu beenden. Heute dann doch etwas unkonventionell.
Wir sind nicht zu dem auserwählten Spot gegangen, sondern sind zwischendurch noch vorbeigekommen an einem ehemaligen Gasthaus. Bienenschmidt. Was aber schon geschlossen ist. Also das ist hier schon recht alt. Und ja, wir nutzen hier einfach diese überdachte Terrasse und ja, pennen einfach hier, packen hier unser Zelt hin. Wir kochen jetzt gerade auch ein bisschen. Es gibt Linsen, Bulgur, Thai essen. Ja, und dann ist gut. Wir waren ganz schön fertig und waren eigentlich froh, dass wir nicht mehr weiterlaufen müssen. Auch wenn das dann heißt, dass wir morgen ein paar mehr Meter machen müssen, aber ist nicht so schlimm. Genau, das heißt, jetzt wird gefuttert, erholt, ausgeruht und dann, wenn es dunkel wird, bauen wir hier unser Zelt auf. Und dann, ja, gucken wir mal, was der morgige Tag bringt. Super, ciao, ciao. Es ist kurz nach 8. Wir verlassen gerade unser Nachtlager. Wir haben sehr gut geschlafen. Wir hatten gestern Abend noch tolle Geräuschkulisse durch die Nachtcouch. Wir hatten Glühwürmchen. Also, man kann sich wirklich nicht beschweren. Das Zelt war schon trocken, also richtig gut. Ja, und jetzt geht es für uns auf die finalen Kilometer. Es sind noch um die 20 bis nach Bielefeld. Und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen werden. Und was uns heute so erwartet. Ist das warm oder was? Ey, es brutzelt in einem durch. Das ist krass. U10. Hup, hup. Wir haben jetzt übrigens den Hermannsweg gerade verlassen und laufen jetzt die noch übrig gebliebenen 5-6 Kilometer so ein bisschen parallel vom Weg, aber ein bisschen eher in Richtung außerhalb von Bielefeld, weil wir dort einen Bahnhof ansteuern, damit wir eben nicht direkt durch Bielefeld durch müssen. Deswegen, ja, die letzten Kilometer jetzt nicht mehr offiziell Hermannshöhen, aber wir hoffen, wir haben Glück. Aktuell ist es ein bisschen schattiger hier unten. Wir hoffen, das bleibt so. Es ist wirklich kaum auszuhalten, die Hitze. Also als wir gerade über die offenen Flächen gelaufen sind, wo einfach keine hohen Bäume standen, es ist eine Qual. Es ist schon fast wüstenähnlich, möchte man sagen. Von dem her nehmen wir jeden Schatten, den wir kriegen können, damit wir die letzten Meter auch noch schaffen. Puh, du hast es geschafft. Nochmal sorry für den schlechten Ton. Wir haben auf jeden Fall wieder etwas gelernt. Am Ende sind Testtouren ja genau für so etwas da, oder nicht? Okay, wir lassen das. Toll, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wir freuen uns sehr über dein Like. Vielen Dank dafür. Abonniere gerne den Kanal, dann sehen wir uns hier vielleicht zu einem richtigen Abenteuer irgendwo da draußen wieder.